Wir sind Jessie und Roberto und nach einem Jahr Reisen in Europa sind wir nun seit etwa 2 Monaten in Kanada unterwegs. Diese Woche wird es Zeit, in die nächste Provinz Richtung Westen aufzubrechen. Und der Weg führt uns vorbei an einigen bemerkenswerten Orten. Unser Ziel ist aber die Altstadt von Quebec und ihre alten Gassen mit französischem Flair. Und auch wenn wir wieder viele schöne Orte entdecken dürfen, gilt es dennoch, auch den Alltag unterwegs zu bewältigen und auch den Regentagen etwas Gutes abzugewinnen. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Unsere Reise durch Kanada geht weiter und diesmal fahren wir in die nächste Provinz, nach Quebec. Wir starten aber erstmal an einem ziemlich rekordträchtigen Ort, denn hinter mir ist die weltweit längste überdachte Brücke. Um das Ganze ein bisschen besser ins Verhältnis zu setzen, die Brücke ist etwa 400 Meter lang, also ich glaube 391 waren es, und ist ziemlich genau 100 Jahre alt. Für uns geht es jetzt aber weiter, denn es gibt unterwegs noch einiges mehr zu sehen. Ständig sieht man Warnschilder am Straßenrand mit Elchen, was war noch, Rehe und sonstige Tiere. Aber wir haben noch kein einziges Tier gesehen. Auf der einen Seite gut, denn ja, die sollten nicht auf der Straße herumlaufen. Aber ja, ein paar Tiere zu sehen wäre schon nicht schlecht, oder? Ja, Tiere sind immer schön. Naja, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Vielleicht ergibt sich da noch was. Wir sind an unserem nächsten Punkt angekommen und das sieht schon richtig beeindruckend aus. Ihr hört es bereits und so sieht es aus. Ist ziemlich laut da hinten, aber ja, im Frühling kommt halt das meiste Wasser darunter. Ja, und wir haben vorhin gelesen, es sind 6 Millionen Liter pro Sekunde, die da runterkommen. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, ist unglaublich. Im Sommer ist es natürlich ein bisschen weniger, aber das wird scheinbar für die Energiegewinnung genutzt. Das ist eine gute Sache. Ja, wir fahren jetzt weiter, denn anscheinend gibt es da verschiedene weitere Kaskaden und die wollen wir uns mal ansehen.
Bei den Wasserfällen hier müssen wir auch an die Niagarafälle denken, denn ja, auch hier sind wir gerade mal etwa 4-5 Kilometer von der US-amerikanischen Grenze entfernt. Klar, die Niagarafälle sind, glaube ich, doch noch einen Ticken größer, aber ich finde auch die hier ganz schön beeindruckend. Zugegeben, das war auch ein eher spontanerer Zwischenstopp. Wir haben erst vor 1-2 Tagen gemerkt, dass es diese Wasserfälle überhaupt gibt. Man hat ja immer nur die Niagarafälle im Fokus. Und entsprechend fahren wir jetzt auch weiter. Und zwar zum Schlafplatz. Und Fahrradtausch. Ich kann endlich wieder entspannen. Wir haben es geschafft, wir sind endlich an unserem Schlafplatz angekommen. Es sieht ziemlich schön aus. Wir stehen hier am Wasser, das ist ja immer was Gutes. Und ja, wir sind auch ganz schön müde, wir haben über 400 Kilometer gemacht. Das ist bei unserem Tempo doch recht viel und ja, dementsprechend habe ich jetzt schon angefangen zu kochen. Es gibt eine Gnocchi-Gemüsepfanne und ja, Roberto zeigt euch gleich, wie das hier so aussieht. Wow, was für ein schöner Sonnenuntergang, den hatten wir so gar nicht erwartet. Aber ich gehe jetzt mal rein, denn die Mücken fressen mich sonst komplett auf. Und ich glaube, Jessie ist auch schon fertig mit dem Essen. Gutes Timing. Endlich essen. Und ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Guten Morgen. Wir hatten eine richtig angenehm ruhige Nacht. Ist ja auch kein Wunder bei so einem Stellplatz. Hier der Van, daneben das Meer. Also was will man mehr? Heute wollen wir noch nach Quebec reinfahren. Aber ich sehe, der Kaffee ist fertig. Also trinken wir jetzt erstmal in Ruhe unseren Kaffee und essen einen der Croissants, die noch von gestern übrig sind. Und dann geht's los. Das sieht
so gut aus. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But das war ja mal ein gemütlicher Morgenkaffee. Und mit der Aussicht, also hier sieht man ja auch nochmal, dass auch der St. Lorenz-Strom, an dem wir mittlerweile sind, auch Flut und Ebbe hat. Und die Unterschiede sind wieder bis zu 6 Meter. Das ist so beeindruckend. Naja, aber jetzt fahren wir endlich los nach Quebec, denn heute ist eigentlich ein Stadttag für uns. Eine Sache müssen wir noch kurz klarstellen von gestern, und zwar haben wir doch noch Tiere gesehen. Was waren das? 2 Elche. 2 Elche. Die blenden wir kurz ein. Ihr müsst schnell sein, aber dann seht ihr sie vielleicht auch. Und dann waren da noch ein paar Rehe und ein Murmeltier. Ein Murmeltier war am Straßenrand, ja, das war ganz süß. Und ganz viele Mücken. Klar. Aber auf jeden Fall gibt es doch ganz viele Tiere in Kanada. So, jetzt aber fahren wir nach Quebec und wir sehen uns gleich da wieder. Und damit sind wir auch schon in Quebec angekommen und ja, der erste Eindruck bestätigt auf jeden Fall, was uns schon gesagt wurde, nämlich, dass hier die französischen Einflüsse nochmal viel stärker sind. Unter anderem merkt man das in der Architektur, aber auch in der Sprache. Hier wird fast nur Französisch gesprochen, aber auf jeden Fall macht es uns neugierig auf mehr. Start it up. Die Altstadt ist ja so schön wegen der kleinen Häuschen und diese süße Atmosphäre. Hier sind wir jetzt in Petit Champlain, das ist sozusagen die Hauptstraße von diesen süßen Gässchen. Entsprechend sind hier natürlich auch einiges mehr Touristen. Die Altstadt von Quebec steht ein bisschen am Hang oder hügelig und deswegen wollen wir uns weiter hoch bewegen. Wir könnten dafür eigentlich hier diese Treppe nehmen, aber sie heißt auch die Halsbrechertreppe, also nehmen wir lieber die Seilbahn. It's an obsession that is much too strong. I know that I said I have never been wrong, but we stopped talking long ago. Sieht ganz schön steil aus hier, aber wir sparen uns dafür auch ein paar Stufen. Still feel strong. I want you to know that with you I feel whole. And if this could last forever, any other way, I
Terrasse hier ist ja riesig. Ihre ursprüngliche Funktion war aber vor allem dieses Schloss hier hinten, Schloss Frontenac, und hier vorne die Zitadelle von Quebec zu verbinden. Die Stadt gefällt uns richtig gut, aber langsam ruft der Hunger und wir müssen unbedingt was essen gehen. Aber wir gehen nicht irgendwas essen, sondern wir versuchen irgendetwas Traditionelles zu essen. Und ob das traditionell ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, es ist Poutine. Ich weiß nicht genau, was alles drin ist, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Und? Gar nicht so schlecht. Willst du probieren? Unbedingt. Mm. Mm. Mhm. Mm. Kartoffel? Kartoffel mit Bratensauce und diesem, so ein, wie nennen die das? Käsebruch, genau. Ist aber gar nicht so schlecht. Also die Kartoffeln sind nicht knusprig oder so, aber sie sind auch nicht pumpig. Ich hatte erwartet, dass die so ganz weich und schlapprig sind. Ist echt gut. Ich nehme noch ein bisschen. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return. Poutine war doch nicht so schlecht, wie wir dachten. Ja, kann man schon essen, obwohl ich würde es jetzt nicht gleich täglich wollen. Ja, es war ziemlich schwer. Aber ich glaube, wir werden das sicherlich irgendwo wieder mal probieren. Ja. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder runter in die untere Altstadt von Quebec und ans Wasser. Und wie es aussieht, kommen wir doch nicht umhin. Jetzt geht's die Halsbrechertreppe runter. Hold on, we'll be together. Also ich würde sagen, so schlimm waren die gar nicht. Jetzt geht's aber auch wirklich ans Wasser. Meine Schuhe sind jetzt nass, aber das war's wert. Zurück im Van, ziemlich geschlaucht. Aber ja, Quebec, eine richtig süße Stadt. Komplett anders, als was wir bis jetzt gesehen hatten. Also man merkt so diesen französischen Flair. Und ja, mit dem wunderschönen Wetter heute, also es ist richtig Frühling. War richtig schön. Wir machen jetzt eine kurze Pause hier, denn ja, wir sind ziemlich viel gelaufen. Und danach suchen wir noch einen Platz, wo wir übernachten können. Und wir sehen uns morgen wieder. Die nächsten Tage bringen große Niederschläge. Es sind diese Tage, die uns zu einer Pause vom Reisen zwingen, gleichzeitig aber auch produktiv genutzt werden wollen. Also suchen wir uns eine Bibliothek mit gutem Internet, in der wir Videos schneiden, Administratives abarbeiten und Nachrichten beantworten können. So können schnell einige Tage vergehen. Da ist es umso schöner, wenn wir diese Tage auch mit Freunden verbringen können. Als es dann endlich wieder aufklart, füllen wir noch unseren Wassertank und es kann weitergehen. Tschüss! 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 Zum nächsten Mal!
Und nachdem wir heute schon so produktiv waren, haben wir uns jetzt auch noch eine Dusche gegönnt. War richtig angenehm. Hier gibt es nämlich solche Community-Bäder. Die haben gewisse Zeiten, da ist der Eintritt sogar gratis. Da haben wir das gleich genutzt. Hat richtig gut getan. Ja. Aber jetzt geht's für uns weiter. Ja, wir wollen heute ein bisschen Strecke machen noch. Und wir sehen uns am nächsten Ziel. Das ist dann aber im nächsten Video der Fall. Wir hoffen, es hat euch dieses Mal mit uns gefallen. Wenn dem so war, unterstützt uns doch mit einem Like, einem Kommentar, einem Abo und auch dem Glöckchen im besten Fall. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Der will nicht. Der nächste. Did what we could, my friend, but now we're at the end.